Mit diesem Nachtzug fahren wir nach 3 Tagen in Hanoi nach Lao Dai, direkt an der chinesischen Grenze gelegen. Für die 254 Kilometer braucht der 2014 in Betrieb genommene Zug 8 Stunden. Zu sehen ist kaum etwas, es ist Nacht. Der Zug ist pünktlich, wir sind um 6:45 Uhr morgens in Lao Dai. Weiter geht es mit dem Auto nach Bak Ha und Sapa. In der Stadt bietet sich jedoch ein kurzer Stopp an der Grenze zu China an. –90 Minuten dauert die Fahrt mit dem Auto zu unserem ersten Halt, dem Markt von Bak Ha. Heute ist Sonntag, Markttag. Wir lassen uns von einem örtlichen Guide über den Markt führen. So lernt man am meisten über die angebotenen Früchte und Gewürze, über Menschen und deren Alltag. In Bak Ha treffen sich die unterschiedlichsten Bergstämme dieser Region, um Waren zu kaufen und zu verkaufen. Hier leben Mitglieder von 14 verschiedenen ethnischen Minderheiten, darunter die Hmong, die Dao, die Thai und die Nung. Die farbenfroh gekleideten Frauen vermitteln ein wunderschönes Bild in all dem geschäftlichen Trubel. Gehandelt wird alles. Agrarprodukte, Lebensmittel, Tiere, Werkzeug, Spielwaren, Chinaware, Handarbeit, Kleidung und auch Souvenirs entdecken doch immer mehr ausländische Besucher diesen Ort. Der Umgang mit den lebenden Tieren erfolgt nicht unbedingt nach westlichen Vorstellungen. Die Hunde werden als Haustiere gehandelt, sind nicht zum Verzehr. Dennoch isst man in Vietnam noch Hunde, wird zumindest von einem Teil der Bevölkerung als normal angesehen. Einzelne Regionen haben inzwischen ein Verkaufs- und Verzehrverbot für Hunde- und Katzenfleisch erlassen. Drei Stunden später haben wir unser Hotel in Sapa erreicht. Hier bleiben wir mehrere Tage. Unser Domizil liegt etwa 6 Kilometer außerhalb der Stadt. Der Blick über die Reisterrassen ist wunderbar. Sapa ist eine wichtige Marktstadt für die vielen Bergvölker und ist mit den rund 42.000 Einwohnern Hauptstadt der Region Lao Dai. Das Klima hier ist gemäßigt, eher europäisch, aufgrund der Höhe von etwa 1600 Metern. Im Winter kann es auf den Bergen schneien und sie sind häufig in den Wolken versteckt.
Sapa ist ein Touristenmagnet, das zeigen die zahlreichen Hotels und Restaurants. Im Frühjahr kommen ausländische Besucher, im Sommer Vietnamesen aus Hanoi, um der Hitze zu entfliehen. Bei Sapa liegt der Phan Xipang mit 3143 Metern höchster Berg Indochinas. Zwischen 2016 und 2018 baute man eine moderne Infrastruktur auf, um bequem hoch zu gelangen. Im Zentrum Sapas startet ein kurzer Zug zu der Mittelstation. Man kann auch laufen, dauert etwa 20 Minuten. An der Endstation des Zuges findet sich ein großes Hotel, Freizeitpark und ein Kloster. Man kann reiten, sich fotografieren lassen oder altes Handwerk anschauen und etwas essen. Von der Mittelstation aus führt eine 6.300 Meter lange Seilbahn zu der Bergstation und überwindet in 15 Minuten einen Höhenunterschied von 1.410 Meter. Pro Stunde und Richtung lassen sich 2.000 Menschen transportieren. Zu Fuß benötigt ein geübter Wanderer etwa 2 Tage hoch auf den Berg. Oben an der Bergstation auf 2.900 Meter Höhe finden sich ein großes Café, Restaurant und Shoppingmöglichkeiten. Zudem hat man einen ganzen kulturellen Komplex gebaut, der sich von der Bergstation bis zum Dach von Indochina erstreckt. Die Gebäude weisen die typische Architektur vietnamesischer Pagoden des 15. bis 16. Jahrhunderts auf und simulieren die Aussicht der einstigen Tempel, die vor Hunderten von Jahren am heiligen Rand des Berges standen. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört auch eine schwarze, knapp 22 Meter hohe Buddha-Statue, in der Reliquien aufbewahrt werden. Die Menschen fühlen sich ihren Göttern hier auf 3000 Meter Höhe ganz nah. So gibt es hier oben ein weiteres Kloster, das man auf einem kurzen Fußweg erreicht. Nun stelle man sich das in Deutschland mal vor. Bestehend aus über 100.000 Tonnen Granit, mehr als 2000 Kubikmeter Eisenholz und tausenden restaurierter alter Ziegel. Und alles war von Hand auf den Gipfel zu transportieren, bei in diesen Höhen extremen Wetterbedingungen und den schwierigen topografischen Gelegenheiten.
Für all das benötigen die Vietnamesen gerade mal 800 Tage für den kompletten Bau der gesamten Anlagen. Nam